Dann wurde uns aber berichtet, dass das System durchaus durch unsere Sendung in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Also die Kommunikation, ob bei Behörden oder in den Medien, sie wurde anders geführt nach dieser Sendung. Man hat sich offenbar in einen inneren Zirkel zurückgezogen und man hat es nicht mehr so offen hinausposaunt, da kommt jetzt was gegen die AfD. Denn unsere Information war ja auf der einen Seite die Übermittlung der Aktenteile, dass wir uns unmittelbar ein Bild machen konnten, dass es sich nicht um Terroristen handelt. Hey Leute, haltet euch fest, auf 1 hat brisante Akten geleakt. Ein geplanter Schlag gegen die AfD und die gesamte Opposition wurde damit vereitelt. Geheimdienste, konstruiertes Framing und eine bizarre FBI-Connection. Was hier ans Licht kommt, ist ein echtes Polit-Erdbeben. Wollte man die Bundestagswahl manipulieren? Wollte man mit Fake-Terrorvorwürfen die AfD vernichten? Und wer steckt wirklich dahinter? Das System wurde eiskalt erwischt und jetzt wird's echt spannend. Bleibt dran, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend an diesem Freitagabend. Nun ist also das mit Spannung erwartete Wahlwochenende angebrochen. Es gab keine große mediale Horrorinszenierung gegen die AfD in diesem intensiven Wahlkampf, der hinter uns liegt. Warum das nicht geschehen ist, könnte mit den Enthüllungen von Auf 1 zusammenhängen. Wir wollen also heute noch einmal einige Details verraten und die Zusammenhänge zeigen, die vermutlich dazu geführt haben, dass das System eine konkret vorgeplante Deep State-Kampagne gegen die AfD zündet. Es wurde verhindert, es hat das System offenbar selbst eingelenkt. Unsere Absicht war es, die Vorgänge, die Mechanismen des Systems offenzulegen, aufzuzeigen und den Auf 1 Zuschauern wieder einmal Informationen zu liefern, bevor etwas tatsächlich stattfindet. Ich habe heute zugeschaltet wieder Martin Müller-Mertens, unseren Nachrichtenleiter aus Berlin. Hallo Martin. Grüß dich, Stefan. Wir haben vor exakt 2 Wochen Akten übergeben bekommen von Insiderkreisen, die wir dann ganz intensiv übers Wochenende ausgewertet haben. Und wir haben gesagt, das kann keinen Tag länger warten und sind deswegen vor 2 Wochen am Sonntag, 2 Wochen vor der Bundestagswahl, damit auf Sendung gegangen und haben öffentlich gemacht, dass eine Deep State-Kampagne gegen die AfD konkret in Vorbereitung ist und nicht nur gegen die AfD, sondern gegen die gesamte Opposition in Deutschland. Möchtest du für unsere Zuschauer noch einmal die Essenz zusammenfassen von unserer damaligen aufsehenerregenden Sendung? Millionen haben diese Sendung angesehen. Ja, es war eine wahnsinnig spannende Sendung. Es war auch, muss ich sagen, eine Sendung, die mich auch eine Menge Nerven gekostet haben, weil man wusste ja nie, wie reagiert das System, ja, wie reagieren seine Repressionsorgane, als wir es ja tatsächlich geschafft haben, einen Großangriff auf die Demokratie, ein Versuch, die Bundestagswahlen nicht zu vereiteln, aber zu manipulieren, keine Stunde, keinen Tag zu früh irgendwie aufgedeckt haben. Denn wenige Stunden, nachdem wir mit unseren exklusiven Informationen an die Öffentlichkeit gegangen sind, da gab es ja auch schon die ersten und gleichzeitig letzten Ausläufer dieser Kampagne, die die Demokratie in Deutschland massiv beschädigen sollten. Aber ich darf es nochmal zusammenfassen. Es ging um die sogenannten sächsischen Separatisten, um die angebliche Terrorgruppe, die im Herbst vergangenen Jahres im Freistaat Sachsen durch brutale Hausdurchsuchungen aufgeflogen worden sein soll. Man muss eher sagen, konstruiert. Und wir haben im Kern 3 Informationen herausgearbeitet. Zum einen, dass die sächsischen Separatisten
die als Instrument benutzt werden sollten, um die AfD und insgesamt die patriotische Opposition wahrscheinlich jede Form von Systemkritik in die Nähe zum Terrorismus zu rücken, dass die überhaupt nicht existierte. Wir hatten damals tausende Seiten an geheimen Akten durchgearbeitet, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, zum Teil von Mitarbeitern der Sicherheitsdienste, die nicht mehr mitmachen wollen, jedenfalls unter der Oberfläche, oder auch von einem immer noch Beschäftigten der Systemmedien. Und da war deutlich, dass es in diesen ganzen Ermittlungen, die am Ende als Begründung für die Hausdurchsuchung, für die Festnahmen und für die ja vermutlich noch folgende Anklage dienen sollten und dienten, keinerlei Hinweise gab, dass tatsächlich ein Tag X, ein terroristischer Aufstand oder eine überhaupt irgendwie geartete Form von Gewaltausbrüchen und politischen Gewaltplanungen existieren. Wir haben zum Zweiten aufgedeckt, dass in diesen Ermittlungen es über Jahre, und wir sprechen hier tatsächlich über jahrelange Vorbereitungen auf diesen geplanten Schlag gegen die Demokratie, es um politische Randfiguren ging, um Leute, die politisch nicht weiter bekannt und auch nicht organisiert waren. Und das erst ganz zum Schluss, wenige Tage bevor diese Bombe gezündet wurde, diese polizeiliche und geheimdienstliche Bombe gezündet wurde, verschiedene angeblich Verdächtige in die Akten hineingeschrieben wurden, die alle eine Verbindung zur AfD hatten, beispielsweise ein kommunales Mandat oder eine Funktion in der Partei oder in der damals, muss man sagen, Jugendorganisation. Das war also der klare Versuch, einen Zusammenhang zur AfD, zur vermutlichen wahrscheinlichen Wahlsiegerin zu konstruieren, um diese damit zu desavouieren. Und das Dritte, das fand ich persönlich richtig elektrisierend, weil man daran auch diese internationale Verwicklung, also das globalistische Spinnennetz auf Ebene der Geheimdienste, wenn man so will, erkennen kann. Wir haben nachweisen können aus den Akten, dass eine obskure Person, vermutlich sogar ein Phantom aus Amerika, als ein Informant des FBI diente, der vermutlich nicht existiert, der durch eine Art provozierende Äußerungen immer wieder sogenannte Gründe geliefert hat, um die Ermittlungen fortzusetzen, den selbst die deutsche Polizei nicht kannte, weil sie nachgefragt hat beim FBI, wer ist eigentlich diese Person? Und diese Frage wurde nicht beantwortet. Stattdessen tauchte diese Person dann ab und plötzlich vermutlich in der Ukraine mit einem ukrainischen Militärpass wieder auf. Also es sind da ganz viele Akteure und ja, düstere Schatten und Ecken, die wir aber zum Teil auch noch ausleuchten müssen. Ich glaube, nur weil der Angriff auf die Demokratie ausgefallen ist diese Geschichte noch lange nicht zu Ende. Davon muss man absolut ausgehen. Das werden wir auch im letzten Drittel dieser Sendung noch genauer behandeln, denn wir wollen einen Ausblick geben und da können wir keineswegs eine Entwarnung geben. Dieser übermächtige Gegner, dieses über Jahrzehnte sich festgesetzte System wird keineswegs durch eine Bundestagswahl verdrängt werden oder wird aufgeben. Nein, die Transformation und der Globalismus, das muss weitergehen und es gibt ja schon ganz konkrete Konzepte, wie man in den nächsten Monaten nicht nur die AfD, sondern alle Andersdenkenden unterdrücken und jagen möchte. Dazu kommen wir noch. Die von dir geschilderten Fakten wurden im Zuge unserer Sendung präsentiert. Wir haben gezeigt, dass die AfD künstlich in diesen Fall hineingezogen werden soll, der ja für sich genommen schon gar kein Fall ist, weil die vermeintlichen Rechtsterroristen nicht bis an die Zähne bewaffnet waren, weil sie keine konkreten Umsturzpläne hatten und trotzdem wird ein großer Rechtsterrorismus-Skandal inszeniert, indem man die AfD ziehen wollte. Das ist aber nicht geschehen. Das ist nicht geschehen. Wir haben, wie gesagt, vor 2 Wochen die Sendung veröffentlicht. Und dann ist auch für uns der Kontakt nach dieser Sendung zu unseren Informanten vorerst einmal abgerissen. Die sind auf Tauchstation gegangen. Das ist verständlich und es hat bis zu einer Woche gedauert, bis sich unsere letzte Quelle wieder rückgemeldet hat. Wir kommunizieren ja hier über verschlüsselte Kanäle.
Das ist übrigens auch den Zuschauern zu raten. Wenn man nicht möchte, dass der große Bruder Big Brother ständig mitliest, dann sollte man nicht über WhatsApp oder nicht über E-Mail kommunizieren, sondern es gibt hier verschiedene verschlüsselte Tools oder man kann auch verschiedene Sicherheitstools im Internet anwenden, um frei zu surfen. Wir haben das schon mehrfach thematisiert, beispielsweise mit VPN-Kanälen. Wir haben mit diesen Informationsquellen verschlüsselt kommuniziert und es hat bis zu einer Woche, wie gesagt, gedauert, bis sich der Letzte wieder rückgemeldet hat. Diese Leute hatten Angst, dass sie auffliegen. Der Druck war enorm. Sie haben gesehen, es haben mehrere Millionen Menschen diese Sendung angesehen. Alleine auf X haben es öffentlich einsehbar 1,5 Millionen Menschen angesehen, diese Sendung. Und dann wurde uns aber berichtet, dass das System durchaus durch unsere Sendung in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Also die Kommunikation, ob bei Behörden oder in den Medien, sie wurde anders geführt nach dieser Sendung. Man hat sich offenbar in einen inneren Zirkel zurückgezogen und man hat es nicht mehr so offen hinausposaunt, da kommt jetzt was gegen die AfD. Denn unsere Information war ja auf der einen Seite die Übermittlung der Aktenteile, dass wir uns unmittelbar ein Bild machen konnten, dass es sich nicht um Terroristen handelt. Auf der anderen Seite aber die konkrete Information, dass es einen konkreten Plan gibt, über Systemmedien diesen Fall an die Öffentlichkeit zu bringen, eben mit dem Spin, die AfD zu beschädigen. Das hat nicht stattgefunden. Das System wusste nicht, weil wir auch ja nur einen bestimmten, ganz gezielt bestimmten Teil der Akten veröffentlicht haben. Wir haben uns nicht in die Karten schauen lassen und das System wusste daher nicht, was wir sonst noch haben und wie tief unsere Informationsströme reichen. Und deswegen war man offenbar verunsichert und die Drahtzieher haben dann offenbar erwogen, dieses Ding zu verschieben, die Kampagne nicht zu machen vor der Bundestagswahl, weil es auch für sie zu gefährlich geworden war. Aber der ganze Fall ist, wie gesagt, nicht abgehakt und ein paar Meldungen gab es ja, das hast du dir genau angesehen, ein paar Meldungen gab es ja, die so wie Spätzünder gewirkt haben oder dass noch nicht jeder das Abbruchkommando vernommen hatte. Ja, Stefan, also ich kann übrigens sehr gut verstehen, dass die Quellen Angst hatten. Ich hatte Angst um die Quellen. Ich war heilfroh, als sie dann wirklich wieder aufgetaucht sind. Denn eins muss man ja sagen, wenn wir einen derartigen nicht nur Angriff auf die AfD, sondern eben wirklich, das will ich auch noch mal betonen, Angriff auf die Demokratie, auf den Kern der Demokratie, nämlich die freie Wahl vereiteln, dann ist natürlich Geheimdiensten oder ist den Zuträgern oder ausführenden Organen, ich drücke es mal ganz vorsichtig aus, des Systems auch alles zuzutrauen, wie sie mit einer Quelle umgehen, sollten sie wissen, wer die Quelle sind. Deshalb ist Quellenschutz so wichtig und dafür steht natürlich auch auf 1 für den garantierten Quellenschutz. Aber entschuldige für die Abschweifung, ich möchte gerne auf deine Frage beantworten. Ja, ich hatte den Eindruck, dass in diesem weit gesponnenen Netz aus Giftpfeilen, die abgeschossen werden sollten, der eine oder andere es nicht geschafft hat, ihn schnell wieder in den Köcher zurückzustecken, sei es, weil einzelne Medien beispielsweise, die dort eher am Rande eingebunden waren, einfach die Informationen zu spät bekommen haben. Wir sind ja an die Öffentlichkeit gegangen, wir haben diesen Plan aufgedeckt und vereitelt, offensichtlich Stunden, wirklich Stunden, bevor er in die Tat umgesetzt werden sollte. Da war dann auch eine geringe Reaktionszeit für das System. Oder die auch gesagt haben, das interessiert uns nicht. Wir werden uns an die neue Absprache nicht halten. Wir werden einfach trotzdem damit rausgehen, so eine Art kindische Bockigkeit oder eine Art Selbstüberschätzung, was es genau war, müssten die Einzelnen dann selbst beantworten. Ganz offensichtlich ist das passiert bei einer NGO, die man, glaube ich, mit dem Begriff berüchtigt nicht falsch beschreibt, die Amadeo Antonio Stiftung hier in Berlin, die trotzdem mit einer Presseerklärung zu dem Thema rausgegangen ist und offensichtlich gehofft hat, dass insbesondere die linkswoken Medien, die ja immer Gewehr bei Fuß und stramm stehen, wenn sie irgendeine Veröffentlichung macht, dann sagt, na, wir werden jetzt dieses Signal nutzen und die Kampagne doch noch irgendwie starten. Und interessanterweise, man hat versucht auszuweichen. Die AfD war dann nicht mehr im Fadenkreuz, aber es gab in Österreich, da kannst du sicherlich mehr zu erzählen, Presseberichte, in denen man versucht hat, die FPÖ
in den Zusammenhang mit den sächsischen Separatisten zu rücken. Und wir erinnern uns, das war zu einem Zeitpunkt, als in Österreich ja noch Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP stattfanden, als ein Bundeskanzler Kickl, Herbert Kickl, nicht ausgeschlossen schien. Es war das Ersatzziel, aber es war kein unwichtiges Ziel. Ja, das, was in Österreich abgelaufen ist, das war tatsächlich 2 Tage lang sehr intensiv. Sogar auf dem Flughafen in Wien wurde mit Laufzeilen dieser Skandal jetzt aufgedeckt, Hausdurchsuchung bei einem ehemaligen FPÖ-Funktionär oder bei einem Mitarbeiter, der dort hauptwohngemeldet war in Niederösterreich, eines hochrangigen FPÖ-Politikers. Es war eine große Schlagzeile, es war die Titelseite der Kronenzeitung. Die Meldungen waren sehr intensiv für 2 Tage, aber das war nur ein Nebenaspekt und er hat eben für Österreich gerade so seinen Zweck erfüllt, aber das war nur ein Hauch dessen, was für Deutschland geplant gewesen wäre. Das wäre ja viel intensiver geworden. Aufgrund der Informationen, die uns gesteckt wurden, wussten wir das. Und in Österreich wurde es genauso gemacht, wie man es in Deutschland geplant hätte, nämlich den direkten Zusammenhang zur FPÖ oder in Deutschland zur AfD herzustellen, sie mit hineinzuziehen und alles maßlos zu überhöhen und zu übertreiben. Denn für den Normalbürger ist es ja nicht durchschaubar, was hier gespielt wird. Man liest ja nur das, was man in der Zeitung sieht oder was man im Öffentlich-Rechtlichen oder bei den Privatsendern erzählt bekommt. Fakt ist, in Österreich wurde behauptet, jetzt gab es eine große Hausdurchsuchung in Niederösterreich bei einem Ableger der sächsischen Separatisten, wo diese sächsischen Separatisten sich als Rückzugsort eine Jagdhütte ausgedacht hatten. Dort wurden 30 Kilogramm Munition gefunden, 30 Kilogramm, um sich auf den Bürgerkrieg vorzubereiten. Also 30 Kilogramm Munition, das ist unter der Grenze des Erlaubten in Österreich. Jeder Schütze, jeder Jäger darf locker 30 Kilogramm Munition besitzen. Aber diese 30 Kilogramm Munition bestehen zum Großteil, das wissen wir aufgrund von Insiderquellen, der Großteil dieser Munition besteht aus Schrapnellen, aus irgendwelchen vorangegangenen Kriegen oder Bundesheerübungen, die dort im Wald von Sammlern gesucht wurden. Mit der Sonde gingen diese Sammler offenbar und haben hier Munitionsmaterialien zusammengesammelt. Das muss auch lange vor der Zeit gewesen sein, als die sogenannten sächsischen Separatisten, das sind ja durchwegs junge Menschen, geboren worden waren. Also dort auf dieser Hütte waren irgendwo rund 30 Kilogramm Munition gebunkert, gelagert, lagen herum. Die mögen womöglich auch nicht richtig versperrt gewesen sein oder was auch immer, aber tatsächlich schussfähige Munition waren es keine 10 Kilo und das ist weit unter der Grenze, die strafbar sein würde. Das ist das eine. Das andere, die Hausdurchsuchung fand Anfang November statt, also als die sächsischen Separatisten eingeknastet in Untersuchungshaft gebracht wurden. Da gab es auch diese Hausdurchsuchung in Langenlois in Niederösterreich. Seither gab es keine mehr. Die Medien haben es aber ganz gezielt jetzt aufgemacht. Und in den Ermittlungsakten, dieser Fall ist komplett isoliert zu betrachten zu den sächsischen Separatisten, da dieses Verfahren gegen diesen FPÖ-Mitarbeiter nicht in das Verfahren der sächsischen Separatisten eingegliedert ist, sondern es ist ein eigenes Verfahren in Österreich wegen Waffenbesitz und Devotionalien. Dieses Verfahren läuft, es ist offen, der Mitarbeiter arbeitet auch ganz normal noch im österreichischen Parlament und dieser Fall wurde ganz gezielt jetzt für diesen Fall der Verhandlungen vorbereitet und ausgespielt. Warum? Weil man jetzt ja schön begründen möchte, vor allem seitens der ÖVP. Ja? Seitens der ÖVP möchte man schön begründen können, mit dieser FPÖ konnten wir die Regierungsverhandlungen nicht weiter fortsetzen. Nein, das ist nicht, weil uns Friedrich Merz und Ursula von der Leyen den Befehl gegeben haben, wir müssen die Regierungsverhandlungen sprengen, sondern weil die so rechtsextrem sind, weil die sogar in einer Jagdhütte Munition haben, weil die zu den sächsischen Separatisten vielleicht gehören können. Das ist jetzt die Erklärung in Österreich, die Erzählung, aber es ist alles eine riesengroße Medienkampagne. Aber wie gesagt, nur ein kleiner Hauch dessen, was in Deutschland geplant gewesen wäre. Vielleicht wollen wir in diesem Zusammenhang auch noch auf die Rolle des FBI kurz zu sprechen kommen. Du hast den dubiosen Informanten angesprochen, aber du hast ja auch aufgrund der Akten vor allem diesen Aktenteil ausgewertet, wo es darum geht, dass das FBI eine ständige Niederlassung in Berlin hat. Ja, das hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil das FBI ist
offiziell ja so eine Mischung aus Polizei und Geheimdienst, aber er ist auf jeden Fall zuständig für das Inland, also für die Vereinigten Staaten. Und plötzlich taucht hier ein FBI Berlin auf. Und ich habe mich natürlich gefragt, was ist das, ein FBI Berlin? Es ist offensichtlich eine Residentur, wie man das so nennt, also ein Geheimdienststützpunkt, der so der schon irgendwie offiziell ist, wo man aber nicht genau weiß, was sich hinter den Milchglasfenstern dann genau verbirgt. Und als ich etwas näher in die Akten reingearbeitet habe, da hat mich etwas fasziniert. Es gibt gleichzeitig noch einen Verbindungsoffizier an der amerikanischen Botschaft. Warum erwähne ich das? Wenn es beides gibt, also es gibt einen FBI Berlin und es gibt einen Verbindungsoffizier, dann bedeutet das ja, dass hier zweigleisig gefahren wird, sowohl was die Agententätigkeit angeht, als auch was offensichtlich die Zusammenarbeit mit deutschen Ermittlungs-, Sicherheits- und möglicherweise auch Repressionsbehörden und auch der Politik angeht. Man hat quasi den legalen Weg, da geht man zur Botschaft ganz offiziell, da gibt es auch einen Ansprechpartner, Namen, steht alles in den Akten, ist sicherlich auch bekannt. Und da kann man dann ganz offiziell etwa um Amtshilfe bitten, um Akten bitten oder einfach eine Unterredung führen. Es erscheinen ja auch manchmal Politiker in dieser Botschaft, die übrigens ein Steinwurf vom Reichstag entfernt ist. Und dann gibt es noch eine parallele Struktur und das ist dieses ominöse FBI Berlin. Und warum braucht man eine parallele Struktur, wenn man einen offiziellen Ansprechpartner für legale Angelegenheiten hat? Das kann ich mir persönlich nur so erklären, dass man einen Rückzugsraum, eine Art in Halbdunkeln, im Schatten agierende Schlapphutflotte benötigt, um Dinge zu erledigen, mit denen die Botschaft nichts zu tun haben will, mit denen die amerikanische Regierung, jedenfalls die damalige, mittlerweile hat sie ja gewechselt, nichts zu tun haben will, wo man immer sagen kann, 100% glaubwürdiges Dementi vom diplomatischen Dienst. Das scheint mir dieses FBI Berlin zu sein, das aus den Akten immer so durchschimmert. Da gewesen bin ich natürlich noch nicht, weil diese Leute halten sich nicht unter Laternen auf. Jetzt habe ich auch hier versucht, in den USA mehr Informationen zu bekommen und wir haben verschiedene Leute kontaktiert, ob sie wissen, warum das FBI in Berlin eine ständige Vertretung hat. Und die Bloggerin Naomi Seibt, die ja bekanntermaßen sehr gut vernetzt ist in den USA, auch mit Elon Musk direkt, sie konnte herausfinden und hat mir die Informationen zukommen lassen, dass das FBI seit dem 11. September 2001 bereits diese Erweiterung vorgenommen hat mit der Begründung, man müsse ja durch die Verstrickungen von Deutschland in die Vorgeschichte zum 11. September auch die innere Sicherheit der USA in Deutschland überwachen. Also Deutschland wird sozusagen nicht nur durch die Militärbasen, nicht nur durch die transatlantischen Thinktanks, nicht nur durch die transatlantischen Medienverbindungen und nicht nur durch die CIA, sondern auch durch das FBI als Außenflotte der USA gesehen. Und die USA haben großes Interesse daran zu wissen, was hier im Inneren vorgeht. Und beim konkret vorliegenden Aktenfall der sächsischen Separatisten war eben einer der wesentlichen Informationsgeber, der wesentlichen Informanten war das FBI. Also das FBI hat hier konkret ermittelt und hat Informationen an die deutschen Behörden übergeben. Wir haben es in unserer ersten und auch du mit deinen Nachsetzersendungen thematisiert und auch die Dokumente gezeigt, dass das FBI diese Informationen nur zur Verfügung stellt für den internen Dienstgebrauch und nicht für offizielle Gerichtsverhandlungen. Das sind alles sehr interessante Dinge. Martin, wieder einmal über den Umweg des Terrorismus wird dann die Überwachung der Bevölkerung argumentiert. Das ist ja ein Schema, spätestens eben seit dem 11. September gelebte Praxis im gesamten Westen. Ja, und wenn ich vielleicht kurz einhaken darf, ohne zu sehr abzuschweifen. Du hast zu Recht gesagt, erweitert 2001, also nach dem 11. September. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass Berlin, dass ganz Deutschland und dass auch Österreich ein Tummel und ein Einsatzplatz von Agenten sind, die auch auf eigene Faust gegen Deutschland arbeiten, die amerikanische oder globalistische Interessen gegen deutsches Recht und Gesetz durchsetzen. Ich will es nur als ein Beispiel nicht zu weit ausführen, weil es schon in den 90er Jahren liegt.
Da haben die amerikanischen Dienste einen deutschen Staatsbürger mitten in Berlin entführt und in die USA verschleppt. Und ich habe mit dem Opfer gesprochen, das ist einige Jahre her, und er bestätigte mir, diese amerikanischen Agenten, die ihn entführt haben, die hatten höllische Angst, eine Polizeikontrolle zu geraten. Dadurch wurde deutlich, die deutschen Behörden wissen von nichts. Also wir müssen davon ausgehen, dass in noch unbekannter Art und Weise, zumindest bis in die letzten Monate, wir werden sehen, ob sich das jetzt mit der neuen US-Regierung ändert, auch amerikanische Geheimdienste sowohl in Zusammenarbeit und in Zuarbeit zu den deutschen Behörden, als aber auch auf eigene Faust hier agieren und illegale und schlimme Dinge tun. Ja, mit Kash Patel, der das FBI jetzt übernimmt, wird sich sicherlich einiges ändern, auch bei diesem Dienst FBI. Aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass die Amerikaner, nur weil Kash Patel in den USA den Deep State bekämpfen möchte, dass die Amerikaner deswegen kein Interesse mehr an Deutschland haben, dass sie kein Interesse mehr an Europa haben. Das Gegenteil ist der Fall. Die USA, auch unter Donald Trump, gerade unter Donald Trump, haben ein großes Interesse daran, Stärke zu zeigen, und die werden sich auf gar keinen Fall von den Europäern oder den Deutschen auf die Füße treten lassen. Also der Kampf um Souveränität und um Unabhängigkeit wird keineswegs jetzt enden. Es liegt jetzt der Wahlsonntag vor uns. Der Wahlsonntag mit Spannung erwartet. Ganz viele Stimmen wurden bereits über Briefwahl abgegeben, aber der Großteil nach wie vor wird am Sonntag zur Wahlurne in Deutschland schreiten. Wir wollen jetzt hinschauen, was kommen wird, und wir wollen vor allem hinschauen, was geplant ist, wie man diese Deep State-Attacken trotzdem durchziehen möchte, denn hier haben wir auch eine konkrete Vermutung. Werte Zuschauer, bleiben Sie dran, wir machen ein ganz kurzes Werbefenster, keine 2 Minuten, und dann sehen wir uns an, was jetzt auf uns zukommt. Ja, jetzt der Wahlsonntag steht unmittelbar vor der Tür. Wir werden eine große Sondersendung um 17 Uhr, eine Live-Sendung aus Berlin gestalten. Martin, du und ich, wir werden das durchmoderieren. Wir haben viele spannende Gäste. Wir werden auch bemüht sein, die Wahlsieger an diesem Abend zu uns in die Studios zu bekommen. Jetzt aber, was wird auf uns zukommen bei der Bundestagswahl, und vor allem, welche Konstellationen erwartest du nach dieser Wahl? Ich habe ja schon vor der Wahl gesagt, in dieser Woche, dadurch, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Umfragen alle frisiert sind, kann man keine seriöse Prognose abgeben, wo die CDU und wo die AfD tatsächlich zum Erliegen kommen werden. Wie siehst du das denn? Welche Konstellationen werden sich aus deiner Sicht ergeben? Also ich werde jetzt auch keine Vorhersage machen, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Wir können hier keiner Umfrage trauen. Wir sehen ja auch, wie unterschiedlich diese Umfragen dann vielleicht im Detail, aber doch in entscheidenden Details sind. Ich erinnere mich, vor 2 Wochen gab es, glaube ich, eine amerikanische Umfrage, die die AfD in ganz anderen Höhen gesehen hat, als das, was in Deutschland Tag für Tag in der Mainstream-Presse erscheint. Insofern, da müssen wir uns überraschen lassen. Und wir wollen auch mal gucken, was uns dann als Ergebnis präsentiert wird. Denn es gibt ja das schöne Sprichwort, entscheidend sind die Leute bei Wahlen, die auszählen, die die Stimme auszählen. Ich wäre mir auch nicht ganz sicher, ob tatsächlich das Gros der Stimmen am Sonntag abgegeben wird. Wir hatten bei den letzten Wahlen in den letzten Jahren zum Teil einen Briefwähleranteil von 60%. Wir haben es in den vergangenen Jahren Tagen erlebt, dass geradezu hektisch, um nicht zu sagen hysterisch, in den Zeitungen Artikel erschienen. Was können Sie machen, wenn Sie jetzt noch die Briefwahl verpasst haben? Wie können Sie ganz schnell noch Briefwahl machen? Also es wird wieder versucht, die Leute zur Briefwahl zu treiben, und war immer wieder mit Skandalen verbunden. Ich erinnere in diesem Jahr an die Enthüllung in Torgau in Sachsen, wo eine Briefwahlurne einfach unbeobachtet und offen in der Gegend rumstand, wo also quasi jeder rausnehmen oder reinpacken konnte. Warten wir aber das Ergebnis ab. Sonntag 18 Uhr haben wir dann zumindest eine Prognose. Die Konstellation wird aber meiner Ansicht nach darauf hinauslaufen, dass die AfD, ganz egal wie sie am Ende abschneidet, Klammer auf, oder man ihr das Abschneiden zugesteht, rausgehalten wird, dass damit 20, 25, vielleicht ein Drittel der Wähler rausgehalten werden, um jeden Preis, dass damit auch deutlich gemacht wird und geradezu zur Schau gestellt wird. Es interessiert uns nicht, wie viele Menschen ihren Oppositionsgeist mittlerweile auch offen
an der Wahlurne zeigen und zum Ausdruck bringen. Das System wird sich insofern verknöchern und zusammenziehen in einer Koalition der Willigen, der noch übrig bleiben. Denn ich rechne mit Union, Grüne und irgendwie ergänzt mit der SPD, aber nicht mehr unter Führung von Olaf Scholz, der ist dann draußen. Das ist natürlich spannend, weil die CDU ja auch öffentlich nach der März-Aussage wieder versucht hat, zurückzurudern. Nein, nicht mit den Grünen. Aber du glaubst, es wird die Grünen wieder benötigen als schwachen Partner für diese CDU. Da müssen sich aber die Grünen dann wahrscheinlich ein Stück weit noch weiter verbiegen. Ich meine, sie haben ja viele Dinge schon längst über Bord geworfen. Baerbock, Hofreiter etc. sind ja die größten Treiber für Aufrüstung. Das werden die Grünen wahrscheinlich problemlos mitmachen. Ja, das machen sie. Also Aufrüstung werden sie sowieso problemlos mitmachen. Die Frage ist, wie werden sie in so Punkten wie zum Beispiel Migration oder einer zumindest Anpassung, also Teilrückabwicklung des sogenannten Selbstbestimmungsrechtesgesetzes agieren. Es gibt ja immer so 3 Phasen. In der lauten Phase des Wahlkampfs, wenn noch nicht alle Briefwahlstimmen abgegeben sind, wenn es so noch eine Woche hin ist, nein, mit denen gar nicht. Wobei Merz ja immer gesagt hat, mit diesen Grünen. Er hat ja eigentlich nie gesagt, mit den Grünen. Das sagte Söder, der aber nicht zur Wahl steht. Dann gibt es nach der Wahl, wo immer alles anders ist, weil man müsse ja angeblich den Willen des Souveräns umsetzen. Interessant ist die Phase dazwischen, so wenige Tage vor der Wahl, wo man beginnt, die eigenen Lügen zurückzunehmen, um den Glaubwürdigkeitsverlust nach dem Umgang nicht so groß werden zu lassen. Und was haben wir in den letzten Tagen gehört? Wir haben einerseits eine Äußerung von Robert Habeck gehört, Bundeswirtschaftsminister und Kanzler der Grünen oder linksgrünen Herzen, der sagte, die nächsten Jahre werden entscheidend sein und deshalb ist es entscheidend, dass die Grünen mitgestalten. Damit machte er schon deutlich, es ist quasi eine Art historische Notwendigkeit, dass sie in die Regierung eintreten und dann natürlich gewisse Kompromisse auch machen. Auf der anderen Seite Friedrich Merz, der noch in der letzten Sitzungswoche des Bundestages das Zustrombegrenzungsgesetz hat abstimmen lassen, der dann erklärte, dass er zumindest die 40.000 Illegalen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, abschieben will. Und der am Mittwochabend im Fernsehen erklärte, nein, er möchte überhaupt nur 500 Menschen abschieben. Mit allen anderen ginge das gar nicht, die könne man ja schließlich nicht einfach festnehmen. Also hier sieht man, wie künstlich aufgebaute Scheinbarrieren zwischen diesen beiden Parteien bereits in den letzten Tagen, Stunden vor der Wahl abgeräumt werden, wie die Koalition vorbereitet wird. Und wenn es dann am Ende nicht reicht mit den Mandaten, weil zum Beispiel zu viele Parteien reinkommen, weil also eine hohe Prozentzahl dann auch für eine hohe Mandatszahl notwendig ist, dann sind die Sozialdemokraten natürlich immer gut und da finden sich dann auch genug Gestalten für die Ministerposten. Das ist natürlich für die AfD-Wähler keine allzu tolle Aussicht, aber was ich dazu schon wichtig anmerken möchte, ist, wir erleben nun die wichtigste Meinungsumfrage seit langem in Deutschland. Denn die AfD, sie wurde ausgegrenzt, sie wurde vom System als Feind markiert. Es wurde ganz klar gesagt, man möchte nicht mit ihr in eine Koalition gehen. Friedrich Merz zementiert die Brandmauer ein. Und das soll ja dazu führen, dass viele Wechselwähler, wir haben so viele Wechselwähler wie schon lange nicht mehr, die überlegen, soll ich gar nicht zur Wahl gehen, soll ich die AfD wählen, soll ich doch nochmal der CDU das Vertrauen schenken. Diese Wechselwählermasse ist enorm. Und indem man sagt, die AfD kommt ohne dies nicht in eine Regierung, möchte man diesen Wechselwählern schmackhaft machen, dass sie eben die AfD nicht wählen, weil niemand möchte ja seine Stimme verschenken. Und deswegen wird es so spannend sein, wie viele Leute sich angewidert vom System abwenden, wie viele Leute diese Mechanismen durchschauen und jetzt erst recht so unter diesem Motto die AfD wählen. Es gab keine groß inszenierte Terrormedienkampagne gegen die AfD. Wie gesagt, es ist naheliegend, dass dies auch mit unserer Aufdeckungsarbeit zusammenhängen könnte. Also ich denke, das ist ganz offensichtlich, dass es mit unserer Aufklärungsarbeit zusammenhängt, denn die kleinen Kampagnenchen, kann man das so sagen, die es dann gab, die wirkten ja auch so herbeigefuscht, so schnell gesucht. Also da war dieser alberne Versuch zu fragen, wo Alice Weidel nun eigentlich wohnt, ob sie nun nördlich oder südlich des Bodensees wohnt. Also ich sehe sie eigentlich immer in Berlin.
Oder es war der Versuch zu sagen, da hat irgendjemand eine Parteispende durch einen Strohmann an die Partei überwiesen. Das war in den vergangenen Tagen, wo man ja sagen muss, selbst wenn das so gewesen sein sollte, dann ist das ja keine Verfehlung der AfD, sondern maximal eine Verfehlung eines möglichen Spenders. Und auch das ist im Übrigen bei Weitem nicht bewiesen. Also man konstruiert hier irgendwas herbei, richtig hektisch, richtig ängstlich, undurchdacht, reitet darauf rum, bis weit über die Grenze der Lächerlichkeit. Warum ist das so? Weil die eigentliche Bombe eben nicht zur Explosion gebracht werden kann, weil sie Angst davor haben. Und davon bin ich überzeugt, auch nach wochenlangen Recherchen. Das ist deshalb, weil wir diesen Angriff auf die Bundestagswahlen verhindert haben. Und diese Hilflosigkeit, man hat sie gespürt und man hat dann auch gesehen, gut, dann schaltet man eben auf das Österreich-Modell um. Und wie hat man es in Österreich gemacht? In Österreich hat man gesagt, jetzt lassen wir es einfach mal laufen und schauen, was wirklich passiert, ja, ohne große Einflussnahme. Und das hat in Österreich dazu geführt, dass die FPÖ tatsächlich auf Platz 1 gelandet ist, aber man hat trotzdem, der einfachste Weg wäre gewesen, sie vor der Wahl zu desavouieren. Das wäre bei der AfD geplant gewesen. Jetzt hat man es laufen lassen, aber man wird die AfD ausgrenzen. Man hat es in Thüringen gesehen, selbst wenn die AfD mit Abstand stärkste Kraft wird, man wird sie aus der Regierung noch einmal draußen halten. Und jetzt sagen viele, ja, dann wird sie eben 2029 mit der absoluten Mehrheit durchregieren, wenn diese Abrissbirne in Deutschland, also dieser Great Reset, vollzogen von den Ampelparteien, noch weitergeht, dann werden alle die AfD wählen. Dazu kommt dann Schritt 1, Schritt 2. Schritt 1 ist eben ausgrenzen, Schritt 2 ist alles gegen andersdenkende Unternehmen, Repression, Zensur, False-Flag-Attacken gegen die AfD, gegen die FPÖ. Man wird nun versuchen, in Europa etwas Großes zu inszenieren in den nächsten Monaten, um diese aufstrebenden Rechtsparteien, diese Alternativen zum System zu attackieren, zu desavouieren und zu vernichten, auf Sicht gesehen zu vernichten, damit eben bei den nächsten Urnengängen diese Parteien nicht mehr diese Rolle spielen, wie sie eigentlich spielen würden, wenn sich das Ganze jetzt organisch fortentwickeln würde. Das ist, denke ich, ganz klar zu sehen. Das liegt vorbereitet vor uns. Und dieser Einblick, den wir bekommen konnten in die Mechanismen des Systems, wie hier Ermittlungsbehörden, Geheimdienste und Medien zusammenspielen, um hier im Vorfeld etwas zu planen, etwas vorzubereiten, um etwas dann zu zünden. Das war schon sehr eindrucksvoll, beängstigend auf der anderen Seite auch. Und das ist ja nur ein Vorgeschmack dessen, was jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommt. Das System wird alles tun, um weiter an der Macht zu bleiben. Ja, das ist vollkommen klar. Und sie haben auch nicht mehr sehr viele Optionen. Also sie hatten ja bisher zwei mögliche Optionen. Zum einen eine pseudokonservative Union als eine angeblich ernstzunehmende oder mit Machtoption ausgestattete Alternative zur AfD zu funktionalisieren, wo man dann den Wählern, genauso wie du es ja referiert hast, sagt, eure Stimme ist doch bei der AfD verschenkt, wählt doch mal die CDU. In dem Moment, wo Merz Kanzler ist, hat man diese Option in der Opposition ja nicht mehr, sondern da wird natürlich deutlich, dass die Union nur eine Spielart des Globalismus, eine Spielart der Transformationspolitik darstellt. Die zweite Option, das von so halb links zu machen mit dem BSW, die ist abgeräumt worden. Das BSW ist von den Medien und vom System fallen gelassen worden. Sarah Wagenknecht hatte ja anfänglich sogar wörtlich es gesagt, sie sei die ernstzunehmende und die seriöse Alternative zur AfD. Auch das ist vom Tisch gewischt worden, möglicherweise, weil man selbst diesen kleinen oppositionellen Ansatz, der im BSW ja gerade in der Friedenspolitik oder auch etwas in der Migrationspolitik zu erkennen war, weil man den schon für gefährlich hielt. Insofern gibt es eine Polarisierung, wirkliche Opposition, das ist, Stand jetzt die AfD und das gesamte linkswoke, scheinliberale und scheinkonservative Establishment, das jetzt zu einer fast Allparteien-Koalition zusammenrücken wird. Das ist aber besonders gefährlich für die AfD, weil nun langsam jede auch nur Schein- oder restdemokratische Form
sie in irgendeiner Weise zu bekämpfen, aufgebraucht sind, weil das alles keinen Sinn hat. Die Leute wählen sie dennoch, sie wählen sie gerade und sie wählen sie mehr. Und du hast gesagt, wir müssen mit Kampagnen rechnen. Wir müssen möglicherweise in den nächsten Jahren sogar mit Mordanschlägen rechnen. 2029, das sind noch einige Jahre. Wir werden dranbleiben bei Auf 1. Wir werden diese Dinge unerschrocken weiter aufzeigen. Wir haben einen Auftrag und dieser lautet, alternativ und unabhängig zu berichten und die Dinge aufzudecken, die die Systemmedien ganz bewusst unter den Teppich kehren wollen, die sie verdrehen und verschleiern wollen. Schalten Sie am kommenden Wahlsonntag ein, ab 17 Uhr hier bei www.auf1.tv. Wir sind dann live auf Sendung aus Berlin mit allen aktuellen Prognosen, Umfragen und entsprechenden Auswertungen und spannenden Studiogästen. Wir sehen uns wieder am Sonntag um 17 Uhr. Bis dahin, bleiben Sie dran bei Auf 1. Also Leute, das ist mal wieder ein echter Knaller. Auf 1 hat Akten zugespielt bekommen, die eins ganz deutlich zeigen: Das System ist bereit, alles zu tun, um die AfD und die patriotische Opposition zu zerstören. Mit fragwürdigen Methoden, inszenierten Skandalen und anscheinend sogar unter Mitwirkung internationaler Geheimdienste. Man wollte den Menschen also ernsthaft weismachen, dass es in Sachsen eine Gruppe von Separatisten gibt, die angeblich einen Tag X planten. Und Überraschung, plötzlich tauchen kurz vor der Wahl Verbindungen zur AfD in den Akten auf. Reiner Zufall wohl kaum. Tausende Seiten an Dokumenten zeigen, dass diese Anschuldigungen auf Sand gebaut sind. Kein realer Plan, keine Waffenarsenale, keine Organisation, aber trotzdem eine mediale Schmutzkampagne. Noch unglaublicher, das FBI soll direkt involviert gewesen sein. In Deutschland, auf deutschem Boden, und keiner stellt Fragen? Man hat anscheinend bewusst versucht, mit fingierten Beweisen eine massive Kampagne zu fahren, die der AfD vor der Wahl maximal schaden sollte. Was sagt das über den Zustand unserer Demokratie aus? Und warum gibt es immer wieder solche Machenschaften gegen eine Partei, die einfach nur demokratisch gewählt wurde? Ganz einfach, die AfD ist die einzige Partei, die das System wirklich fürchtet. Sie spricht Dinge an, die die Altparteien am liebsten unter den Teppich kehren würden. Und was macht das System, wenn es merkt, dass die Menschen das Lügenkonstrukt durchschauen? Es versucht, die Partei zu kriminalisieren. Erst waren es Verdachtsfälle, dann kamen verbotene Bankkonten, jetzt der nächste Terrorskandal, der sich als Fake entpuppt. Diese Leak zeigt, dass wir es mit einer gigantischen Manipulationsmaschinerie zu tun haben, die keinerlei Skrupel hat, Wahlprozesse in Deutschland mit dreckigen Methoden zu beeinflussen. Das ist nicht nur ein Angriff auf die AfD, das ist ein Angriff auf die Demokratie selbst. Was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare. Diese Enthüllung muss verbreitet werden, also lasst ein Like da, abonniert den Kanal und teilt dieses Video. Bis zum nächsten Mal, seid wachsam und kritisch.